Hallo Freund der Sonne, herzlich willkommen bei Blickwinkel Reviews, deinem neuen Kanal, wenn es um kritische und objektive Reviews geht. Und bist du interessiert an Reviews in den Themenbereichen Haushalt, Technik, Garten oder Lifestyle, dann abonniere am besten jetzt sofort den Kanal und verpasse keine Reviews mehr. So, die Sonnenbrille setzen wir jetzt ab, denn die brauchen wir wirklich nicht mehr. Wir sind jetzt mitten im Herbst angekommen. Es ist Ende Oktober, letztes Wochenende war unsere Zeitumstellung. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr da draußen zurechtkommt mit diesen kurzen Tagen, aber mir macht das richtig zu schaffen. Denn ja, wir stehen morgens auf, es ist dunkel, wir bringen unsere Tochter in die Kita und es ist dunkel. Und wir gehen an unseren Schreibtisch und arbeiten. Draußen ist es bewölkt, es regnet die ganze Zeit, es kommt nicht wirklich Sonnenlicht bei rum. Und wir machen abends unseren PC aus und es ist wieder dunkel. Und das Ganze, muss ich sagen, schlägt mir schon wirklich sehr aufs Gemüt. Und hier kommen wir nämlich zu dem Produkt, was ich euch heute vorstellen möchte, nämlich diesen Kandidat hier. Das hier ist eine futuristisch aussehende Tageslichtlampe von Beurer, die TL45. Und diese habe ich mir vor 2, 3 Jahren gekauft. Also so ähm, gerade auch, als es wieder herbstlich war und Winter war und ich gemerkt habe, hui, wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, dann komme ich nicht wirklich da raus und kriege wirklich tagelang kein Sonnenlicht zu sehen. Und dann wurde mir dieses nette Produkt hier empfohlen und das habe ich mir kurzerhand dann auch zugelegt. Und was kann ich dazu sagen? Also es ist eine Lampe im Format ja, 20 cm mal 20 cm Leuchtfläche. Wir bekommen hier ein Stromkabel mit bei, das sind 1,50 müssten das sein, mit einem 30 Volt Netzteil. Die Lampe hat im Bezug 36 Watt, also das ist je nachdem, welchen Modus man steuert. Und diese Lampe steht bei mir auf dem Schreibtisch in etwa so Armlänge Entfernung, so leicht angewinkelt. Und dort setze ich mich dann morgens in der Dunkelheit hin und mache diese Lampe an. Und diese Lampe hier, ich weiß jetzt nicht, wie hell das ist auf der Kamera, aber ich versuche etwas abzuwinkeln, hat 3 Modi. Und zwar der erste Mode, mit dem die Lampe auch immer startet, ist der Therapy Mode. Und in diesem Modus, boah, das ist wirklich schon ganz schön hell, erzeugt diese Lampe 10.000 Lux auf 20 Zentimeter Distanz. Dieses Licht ist sehr kaltweiß, das hat eine Farbtemperatur von 6500 Kelvin und simuliert Sonnenlicht und regt den Körper an, Melatonin abzubauen. Das ist das Hormon, was uns müde macht. Und ja, einen normalen Tagesrhythmus sozusagen nachzusimulieren. Neben diesem Therapy-Modus, zu den Verläufen, wie man diese Lampe am besten einsetzen sollte, komme ich gleich auch noch, gibt es den mittleren Modus, der Active bedeutet. Das ist eine etwas warmere Temperatur und erzeugt nicht ganz so viel Lux, also nicht 10.000 Lux. Das ist wunderbares Licht, wenn es darum geht, wenn man gerade so nebenher arbeitet, also wie so eine normale Schreibtischbeleuchtung. Und der ganz rechte Modus, das ist der Relax-Modus. Und da sieht man schon, das ist etwas runtergedimmter, warmweißes Licht. Und das ist ein Licht, was sich wunderbar dazu eignet, wenn man gerade so in den Abendstunden noch etwas am Bildschirm machen möchte. Dann ist das ein Licht, was einen jetzt nicht zu sehr wach macht, sondern eher auch einen leicht beruhigt, einen beruhigenderen Effekt hat und so, dass man dann nach der Schreibtischarbeit vielleicht noch abends nicht das größte Problem hat, wieder ins Bett zu kommen. Ja, was kann ich zu der Lampe noch sagen? Also ich habe jetzt gerade schon mal die Lampe eben einmal angemacht, aber ich versuche es euch nochmal so zu demonstrieren. Wir haben hier keine wirklichen Druckknöpfe vorne drauf und so ist das Ganze sehr schön aufgeräumt. Das heißt, auch gerade zum Reinigen ist diese Lampe sehr, sehr einfach. Man kann eben einfach mit einem feuchten Tuch einmal drüber wischen, ohne dass da irgendwelche störenden Knöpfe vorne dran sind. Und man schaltet sie eben mit einer einfachen Touch-Funktion eben einmal an und kann sie ebenso leicht auch wieder ausstellen. Ich habe hier bisher keinerlei Probleme festgestellt. Also das funktioniert wirklich jetzt schon über Jahre sehr, sehr, sehr zuverlässig. Wie gesagt, wenn wir die Lampe anschalten, dann springt sie sofort in diesen Therapy-Modus rein, der einen direkt Sonnenlicht simuliert, einen direkt wach macht auch. Also man muss, wenn man morgens mit müden Augen davor sitzt, eher mal so ein bisschen seitlich gucken und sich so langsam auch an das Licht gewöhnen. Aber gerade diese 10.000 Kelvin
10.000 Lux mit 6.500 Kelvin. Das hilft einem wirklich so innerhalb von 20, 30 Minuten ja aus diesem müden, schläfrigen Dämmerzustand in einen aktiven Arbeitszustand zu kommen. Also das ist wirklich ja vergleichbar mit der ersten Tasse Kaffee, die man eben auch braucht. Nur dass das halt ganz natürlich über das Licht funktioniert. Nach so 20, 30 Minuten, je nachdem, wie ich mich dann fühle, schalte ich dann auch in den normalen Active-Zustand um. Das sind so 4.300 Kelvin, haben jetzt nicht mehr, wie gesagt, diese 10.000 Lux, aber es ist einfach ein normales Arbeitslicht für mich. Und gegen späteren Abend, sollte ich abends noch mal am Rechner sitzen, schalte ich eben diesen Relax-Modus ein. Ja, diese Lampe ist tatsächlich auch ein Medizinprodukt. Das ist ein gelistetes Medizinprodukt, eben aufgrund dieser Auswirkung des Lichtes, die sie eben auf den Körper hat. Ihr seid aber gänzlich frei in der Art und Weise, wie ihr diese Lampe einsetzen möchtet. Ja, also für mich ist es eben so, ich setze mich morgens davor, ich packe den Therapiemodus rein und über den Tag hinweg dimme ich sozusagen runter. Aber der Hersteller hat natürlich auch verschiedene Empfehlungen, die er auf seiner Website oder eben auch in der Bedienungsanleitung empfiehlt. Und schauen wir uns das doch einfach mal gerade mal zusammen an. Da gibt es beispielsweise ja ein Anwendungsbeispiel zur Imitation eines sonnigen Tages und der beginnt mit der Relax-Funktion, also mit einem etwas gedimmteren Licht bei 3000 Kelvin und 3000 Lux bei etwa 20 Zentimeter Abstand. Das wird in dem Beispiel hier für morgens und abends empfohlen. Dann folgt auf diese Relax-Phase eben die aktive Phase mit 4.300 Kelvin bei 7.000 Lux bei 25 Zentimeter Abstand. Das ist eben vormittags oder dann nachmittags und eben hier bei diesem Programm ist mittags sozusagen diese Lichtboost-Phase, simuliert sozusagen, als würdet ihr in der Mittagspause einfach einen schönen sonnigen Tag nach draußen gehen und eben das Licht genießen. Ja. Ein weiteres Beispiel, und das simuliert vielleicht eher so, wie ich das mache, dass es eben morgens schon früh mit diesem Lichtschub beginnt, um mich wirklich so für den Arbeitsalltag wach zu machen, gefolgt von der Active-Phase, von der leichten Relax-Phase zur Mittagszeit. Dann geht es wieder in eine Active-Phase über und in eine Relax-Zeit. Aber wie gesagt, ne, also das kann natürlich wandeln, je nachdem, wann ihr diese Lampe einsetzen möchtet, wann ihr denkt, ich benötige jetzt einfach mal einen Lichtboost, um wieder meine Kräfte zu tanken, mein Sonnenlicht zu tanken. Ja, worauf ist bei dieser Lampe noch drauf zu achten? Also diese 10.000 Lux im Therapiemodus, die sind nur voll da, wenn man wirklich 20 Zentimeter Abstand zur Lampe hat und auch wirklich sie vor sich direkt hat und da reinschaut. Ja. Je weiter man diese Lampe entfernt, desto mehr nimmt die Lux-Zahl natürlich auch ab. Und je länger müsste diese Therapiephase dann auch, ja, müsste diese Therapiephase auch dann andauern, während man dieses Licht guckt. Bei mir ist es beispielsweise so, wie gesagt, diese Lampe steht bei mir auf dem Schreibtisch eine Armlänge entfernt, so etwa 45 Zentimeter. Ich habe sie nicht direkt frontal ins Gesicht gerichtet, sondern sie ist so leicht angewinkelt und ich lasse diese Therapiephase auch wirklich volle 2 Stunden dann an. Wer diese Zeit morgens hat, kann aber auch sich direkt da vorne dran sitzen, in dieses Licht hineingucken. Aber dann empfiehlt der Hersteller bei 20 Zentimeter Abstand nicht mehr als 30 Minuten in dieses Licht zu schauen. Ja, warum habe ich mich ausgerechnet für dieses Modell von Beurer entschieden, die TL45? Also einerseits ist es wirklich die Designform, die mich hier überzeugt hat. Das ist eine klare viereckige Form und das passt sehr, sehr gut auf meinen Schreibtisch. Es ist schön aufgeräumt. Es hat keine zusätzlichen Knöpfe oben drauf oder an den Seiten, sondern ist hier wunderbar über diese Touch-Funktion vorne dran gelöst. Gleichzeitig aber auch fand ich genau diese 3 Funktionen hier mit Therapie, Active und Relax wirklich sehr überzeugend, weil diese Lampe in Gänze komplett auch meine andere Schreibtischlampe überflüssig gemacht hat. Also die konnte ich einmal abbauen und diese Lampe dahin stellen. Und so steht diese Lampe nun das ganze Jahr über da. Im Sommer brauche ich halt, wie gesagt, eine Active und Relax. Und sobald es dann in den Herbst und Winter übergeht, dann kommt der Therapiemodus eben auch gut zur Geltung. Ja, was möchte ich zu dieser Lampe sagen? Wie gesagt, ich habe diese Lampe seit 3 Jahren. Sie funktioniert seitdem einwandfrei. Ich persönlich bin von dem Effekt wirklich sehr überzeugt. Ich möchte sie gerade im Herbst und im Winter nicht auf meinem Schreibtisch missen. Was ich als Nachteil empfinde, ist das hier. Ja, ihr seht, es ist leider Gottes auf dem Tisch sehr, sehr rutschig. Das bedeutet also, je nachdem, wenn man sie ein bisschen zu energisch anmacht, dann hüpft die eben so zur Seite. Ist halt ein relatives Leichtgewicht. Verbessern könnte man dies wahrscheinlich, wenn man eben hier unter diese Hartplastik
absetze, vielleicht so ein Gummi macht. Vielleicht mache ich das auch noch. Aber dann würde sie zumindest auf dem Schreibtisch auch nicht ebenso hin und her wackeln. Ja, gerade zum Ende hin möchte ich auch noch mal darauf eingehen. Es ist ja, wie gesagt, ein Medizinprodukt und wo eine Wirkung, dort auch eine Nebenwirkung. Das bedeutet, es gibt ein paar Ausschlusskriterien, wann ihr diese Lampe nicht benutzen dürft, beziehungsweise wann ihr am besten einen Arzt vorher konsultieren solltet. Und die gehen wir vielleicht noch mal kurz eben zusammen durch. Ja? Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel, wenn ja bestimmte Medikamente eingenommen werden, man dauerhaft auf Schmerzmittel angewiesen ist, man Blutdrucksenker nimmt oder ja vielleicht Antidepressiva auch nimmt, dann sollte am besten Arzt vorher konsultiert werden, bevor man sich eben vor so eine Tageslichtlampe setzt. Gleiches gilt auch für Menschen mit Netzhauterkrankungen oder die schon Diabetes haben. Die sollten gegebenenfalls vorher auch mal einen Augenarzt konsultieren, bevor man sich auf dieses Licht hier einlässt, ja. Das betrifft dann insbesondere Augenkrankheiten wie grauer Star, grüner Star, Erkrankungen des Sehnervs oder allgemein bei Entzündungen des Glaskörpers. Ja. Auch kann man sich natürlich vorstellen, hat man Migräne, ist man besonders lichtempfindlich oder ist man vielleicht anfällig für epileptische Anfälle. Auch dann sollte mit einem Arzt vor dem Einsatz darüber gesprochen werden. Und natürlich generell gilt immer, sollte es Bedenken geben, immer zuerst den Arzt konsultieren. Machen wir die Lampe doch zum Schluss auch nochmal an. Gehen in den Relaxed-Modus über. Ja, wenn euch dieses Produkt hier interessiert, habe ich euch natürlich hier unten in der Beschreibung und als fixierten Kommentar auch nochmal einen Link zu diesem Produkt reingestellt. Jetzt ist es natürlich gerade Herbst, beziehungsweise stehen wir kurz vor dem Winter und die Tage werden immer kürzer. Da sind diese Lampen natürlich auch sehr nachgefragt. Und wenn wir uns mal die aktuelle Preisentwicklung hier anschauen, dann sehen wir gerade im Herbst, Winter, da tendieren diese Leuchten immer ein bisschen, ja, preisintensiver zu sein. Also das sind dann ein paar Euros, die im Vergleich zu Frühling oder Sommer sind. Aber wir sehen eindeutig einen Preissprung im Herbst und Winter natürlich, weil die Leute gerade mit diesen ja, kurzen Tagen zu kämpfen haben und deshalb dann gerne so eine Tageslichtlampe kaufen möchten. Also, wenn ihr eine braucht, dann kauft sie jetzt, weil ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Also ich bin sehr davon überzeugt. Und wenn ihr sagt, ach, das kann vielleicht noch ein bisschen warten und ich möchte doch ein paar Euro sparen, dann bestellt sie vielleicht Anfang Sommer, wenn die Tage eben am längsten sind und die Nachfrage nicht ganz so hoch ist. So, Freunde der Sonne, das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein zum Thema Tageslichtlampen wie dieser hier von Beurer, der TL45. Ich gönne mir jetzt noch ein bisschen die Abendsonne und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Lasst doch mal einen Kommentar unten. Wie findet ihr diese Lampen? Findet ihr das interessant? Vielleicht habt ihr ja auch schon eine. Wie sind so eure Erfahrungen damit? Und wenn euch das Ganze hier Spaß gemacht hat und ihr keine weiteren Reviews verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt am besten den Kanal. Würde mir eine Riesenfreude machen. Also, macht's gut und bis bald. Ciao!